Während der mexikanische Zoll unser Auto auseinandernimmt, begeben wir uns auf unsere Reise nach Costa Rica. Training angesagt, ne? Also wir verbinden das Schöne mit dem, sagen wir mal, Nützlichen. Zwar haben wir wieder eine schöne Wasserfalltour mit, ja, quasi hier mitten im Dschungel. Das Wetter passt auch dementsprechend. Ich denke, die eine oder andere Husche werden wir abbekommen, aber das ist nicht schlimm. Noch freuen wir uns drauf. Mal gucken, wie es uns nachher so geht und wie viele Kilometer wir am Ende heute abschrubben. Ja, und Höhenmeter. Banane, Banane, Banane. Das ist das neu. Sieht doch relativ neu aus. Ein Tukan. Die sind echt süß von neu. Ja, wir werden hier angefeuert, ja, von den Kollegen. Awesome. Die Wander-App motiviert uns auf jeden Fall. Auf jede Linse. Miss Guideman, was haben Sie entdeckt? Heute ein Ameisenweg mit der Königin. Mega. Das ist eine... Basic aussieht. Da kann man ranzoomen, so ungefähr nah. Oh mein Gott, du setzt dich ins Auto. Ich komm nicht hoch. Du bist so kitschig. Schön. Oh mein Ja, Gott. was habe ich heute entdeckt? Ja, Und du hast dich draufgesetzt. Jetzt zeig ich schon um. Ja, nicht gut um. Schön mal. Ja. Dreh dich mal. Okay, dein Arsch ist dreckig, aber egal. Okay. Also wir haben hier... Also jetzt, mach doch... Es regnet immer noch, aber hier im Dschungel. Das neue Outfit sitzt, ja? Costa Rica! Das Ziel für heute. Nicht schlecht, bevor es nachher regnet. Auf der Kakao- und Kaffeeplantage. Wir haben uns für die Schokoladentour entschieden. Und man könnte sagen, es war schade, dass die erst um 11 anfängt und wir jetzt 45 Minuten warten müssen. Das heißt aber, wir haben 45 Minuten Zeit, Kaffee und Kakao zu kosten. Übrigens sehr, sehr lecker. Und dann kann man sich hier noch ein Auge holen. Ein Auge? Ein Auge. Oder Magen. Auf jeden Fall sieht das natürlich sehr lecker aus. Ich würde sagen, ich bin hier im Paradies angekommen. Aber wir können nicht alles mitnehmen, weil wir haben kein Auto und das Gepäck lässt es nicht zu, dass ich hier kiloweise Kaffee mitschleppe. Guck da, geh hin. Nein, der ist herzlich.
Not on his head. Okay. Okay, over here. Okay, enough. Ready? Yes. This is how they're supposed to look like. Is this what you expected? Yes. Yeah, kind of. Because what people like. Sweet and acid. Inadequate. Es ist okay. Ja, es ist bitter. Just a little bit. Sie dich selten so motiviert bei der Arbeit, ne? Ja, kann ich nur empfehlen. Das mag, ne? Anders als ich mir vorgestellt habe. Erstmal. Nö. Also bei mir kommt Chili dran. Ich mag. So. Schauen wir mal, was das wird. All the mix between salt and pepper. Meins schmeckt eigentlich schon gut. Nach Schokolade. Cinnamon. Willst du mal kosten? I can't smell. No? No. Oh ja. Also. Also falls ihr euch jetzt noch fragt, was wir machen, wir formen und testen quasi unseres eigenen Stück Schokolade, was wir dann später verkosten. Schokoladentour. Wir haben jetzt noch eine kleine Kostprobe bekommen, damit wir dann im Laden natürlich noch zustarten. Okay. Heute mal wieder eine kleine Wasserfallwanderung mit Trainingsausrüstung. Beachtag. Und da gönnen wir uns mal was. Ne? Ja, mit Kirsch. Spontane Wanderung heute. Hier quasi ein schöner Beach und hier soll quasi ein Weg führen zum Nationalpark. Kleines Problem, es stehen überall Schilder, nicht schwimmen wegen Krokodilen. Deswegen sind wir hier sehr aufmerksam. Aber etwas tiefer. Meine Hose hochziehen. Jetzt würde es aber die Todesrolle starten. Meinst du? Haben wir denn da? Hallo. Also, heute haben wir wieder Wandertraining. Und wie man sieht, sehe ich jetzt vermutlich fertiger aus als der. Es ist an sich, Weniger als ich. Ja, es ist ein sehr schöner Weg. Und ja, bei ca. 30 Grad, Luftfeuchtigkeit 95%, ist das eine sehr schweisstreibende Angelegenheit. Bin ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Vom Strand geht es zurück in den Dschungel. Ein Palmenwald. Wir sind fleißig. Aber die kleinen Ameisen sind... Ja. Wir haben wieder eine Begleitung. Mehr oder weniger. Er tut, als würde er nicht zu uns gehören, aber komischerweise ist er seit 30 Minuten an unserer Seite. Und wir wandern weiter mit schwerem Gepäck durch diesen Dschungel. Also man muss sagen, es wird nicht leichter. Man schwitzt so vor sich hin. Unser treuer Begleiter läuft vorne weg und wir seppeln hinterher. Ach, der kann das mit Deutsch, ne? Kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt über 10 Kilometer unterwegs und es ist auf alle Fälle nicht mehr weit. Wir freuen uns schon sehr, dass wir gleich da sind. Es ist schon hart. Es ist wirklich, das macht nicht jeder. Wir befinden uns im Zieleinlauf. Alter Schwede, sind wir fertig. Heute mal eine kleine Wanderung, also eine normale Wanderung, auch mit leichtem Gepäck. Wir haben uns wieder entschieden, mal ein bisschen zu genießen und sich immer zu Tode zu schwitzen nach der letzten Tour. Und wir laufen jetzt quasi den Weg, den wir morgen damit Gepäck laufen wollen, schon mal hoch. Vielleicht, richtig? Und wir sind hier quasi im Dschungel von Cahuita. Wir hoffen uns hier ganz viele Animals zu sehen. Vor allem Affen, vielleicht ein Faultier. Schlimmere Orte, wo man sein kann. Jetzt sind wir wieder völlig allein. Strand, wunderschöne Palmen. Ja. Dass wir den ganzen Weg gemacht haben, ohne Gepäck. Ich habe vielleicht gar nicht gelesen. Der Baby ist auf dem Rücken. Wow! Wow! Sagen wir, verstehen uns. Wir befinden uns wieder in der Trainingsvorbereitung sozusagen. Wir haben gestern den Weg erkundschaftet, circa erstmal geplant 9 Kilometer mit Gepäck.
Ja, wir haben keine Kofferwaage, deswegen keine Ahnung. Also vermutlich Sally um die 20. 30 Kilo. 20 Kilo. 30. Und bei mir könnten es 25 Kilo sein. Wir wissen es nicht. So wie angedroht, unser heutiges Training. Überraschenderweise sind wir heute schneller unterwegs als gestern. Heute in Burgthaven, Froschhimmel sozusagen. Ne? Wir hoffen aber, dass sie noch am Leben sind. Die werden jetzt quasi im Garten der Besitzer drapiert, damit wir sie dann ganz natürlich beobachten können. Nein, wir hoffen natürlich, dass sie dann auch wirklich dort wohnen. Und hier direkt vor der Haustür, wenn man das sieht, ein paar Sternenfrüchte. Die sind auch schon reif, wir kommen leider. Wie ist der Poison? Is born. So süß. Ja. Nach unserer Froschtour gibt es jetzt den verdienten Sternenfruchtsaft und einen Kaffee. Hey, ich habe einen neuen Freund. Ja. Ja. Ich habe einen kleinen Freund gefunden. Aber den setzen wir jetzt wieder draußen auf. Also das vorhin war quasi nur eine kleine Pause. Der Regen hat jetzt noch mal ein bisschen zugelegt. Wir befinden uns seit 2,5 Stunden jetzt im Auto, haben ganze 20 Kilometer geschafft. Weil hier vermutlich irgendwann eine Baustelle, Unfall oder irgendwas ist. Aber die Verkehrsregelung in Costa Rica ist wahrscheinlich wer zuerst kommt mal zuerst. So dass hier einfach alle Straßen blockiert werden, alle Spuren. Also hier kommt nichts durch, keine Polizei, kein gar nichts, kein Gegenverkehr. Das ist eigentlich eine Straße, die in beide Richtungen führt. Sie führt jetzt aktuell stehend nur in eine Richtung. Hier gibt es immer noch zwischen einem Touristenbus die Abgasen direkt zu uns fahren. Und ja, es geht nichts. Absolut nichts. Schon wieder. Ja, das ist sehr vorsichtig, die Kleine. Mal wieder am Flughafen. Heute war geplant, ist auch geplant, in die Dominikanische Republik zu fliegen. Leider ist unser Flug zu spät gekommen oder gar nicht erst gelandet. Okay. Okay, also wir wechseln jetzt zum zweiten Mal das Gate. Der Flug wurde zum zweiten Mal verschoben. Diesmal aber nur noch mal 1,5 Stunden nach hinten. Neue Abfahrt ist wohl 19:40 Uhr statt 15:30 Uhr. Ja. Das gibt auf alle Fälle eine ordentliche Erstattung. Und wir hoffen, dass das jetzt die letzte Änderung ist. Schön, wenn man kostenlos fliegen kann. Ja, aber der Kaffee ist noch for free. Das ist gut. Allerdings hat Kaffeestand nur noch bis um 8 offen. Ich muss mich also ranhalten. Hier da oben ist nochmal. Nach dem ganzen Stress mit dem Reisen und dem Auto haben wir uns eine Pause verdient. Und die nehmen wir uns in der Domrep. Oh, chaotischer Verkehr in der Dominikanischen Republik. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, aber es ist hier chaotischer als in Mexiko. Wir machen alle, was sie wollen. Ampeln und Spuren dienen zwar der Bodenorientierung. Was machen wir heute hier? Ja, also wir machen heute einen kleinen Ausflug mit wahrscheinlich einem dieser Boote zu einer kleinen Insel mit Schnorcheln und so weiter. Also das typische Standard-Touristenprogramm. Ja, hier sieht man 2 kleine Welpen. Ja, sie haben es geschafft. Wir sind jetzt unterwegs. Später, wie geht's Ihnen?
mein Beauty Girl. Komm doch mal her. So, wir sind ja in der Domrep angekommen und wollten heute schon mal die ersten Strände erkunden und schaut euch das mal an. Überall Palmen und hier ist das Besondere tatsächlich, Sie wissen nicht genau warum, aber auf dieser Halbinsel, wo wir jetzt sind, ist einfach niemand. Wir sind mal wieder auf einer kleinen Wanderung mit einem Guide. Die Wanderung ist quasi gerade der kleine Wasserfall. Laut Sally ist das ein Esel. Ich denke einfach, es ist ein Pferd mit kurzen Beinen. Und Das ist eindeutig ein Esel. ja. Die armen Pferde. Was ist denn? Die Entbehrung im Dschungel mit Coca-Cola. Also ein Kompliment an die Dominikanische Republik. Die haben echt mega Strände. Und wie man hier wieder sieht, sind wir hier vollkommen allein. Nach all den Pannen und Herausforderungen auf unserer Reise habe ich entschieden, dass ich mir keinen besseren Menschen an meiner Seite vorstellen kann als diese Frau. Und deswegen habe ich die Frage aller Fragen gestellt. Auch wenn die Drohne zwischendurch ihren Fokus verloren hat, hat sie doch die Frage letztendlich mit Ja beantwortet. Diesen sehr speziellen Weg mit dem Auto. Was bist du denn? Eidechse, ja, werden wir hier schon von der Natur überrascht. Haben wir heute wieder ein kleines Training geplant. So, also dieser Weg gefällt uns schon sehr gut. Und Scholz.
viele schöne Tage hier verbracht haben, müssen wir uns leider hier von unserem Pool oder unseren Pools verabschieden. Denn es geht jetzt weiter heute Richtung Panama. Und wir sind schon sehr motiviert. Nein? Okay, wir sind anscheinend noch nicht motiviert. Das ist eigentlich gar nicht. Ja, das ist schon, muss sagen, das war schon unsere zweite Heimat hier.